Hey, mein Freund. Grüß dich. Alles gut? Ja, gut geschlafen. Heute werden wir mal bei Aiko seinem Fahrzeug eine Abgasanlage verbauen und eine Stage 1 machen. Das ist schön rums. Genau, ne? genau. Ja. Wisst was, er hat keine Sound. Ne? So, heute wollen wir euch mal Aiko vorstellen. Aiko, am besten du stellst dich mal selber vor. Ja, ne? mache ich. Ja. Ich bin Erko Jun. Ich bin ein normaler Mensch. Nein. Ganz normal? Nein, ich bin ein MMA-Kämpfer. Ich bin von Bosnien, aber ich wohne in Belgien. Okay. Und ich liebe schnelle Autos. Weißt du, schnelle Autos und ich liebe, ja, das ist Adrenalin. Ich bin jetzt 4 Jahre Profikämpfer, aber vor das habe ich richtig viele Sachen gemacht und ich glaube, viele Leute kennen mich auf Instagram, Facebook und so. Und ich wollte was machen mit meinem neuen Auto und darum bin ich hier bei Enno. Bei uns gelandet. Bei yes. Provocateur und bei Special Concepts. Ne? Bei Special Concepts. Aiko hatte mich angeschrieben, er hat sich ein neues Fahrzeug gekauft. Ich denke, jetzt können wir es auch mal enthüllen. Leider ist es nicht gewaschen, auch bei dem Wetter. Das ist der neue RSQ3. Das ist der neue RSQ3 und da werden wir heute die Stage 1 verbauen. Also programmieren, machen wir heute noch auf dem Prüfstand und die Provocateur X-Taust Abgasanlage. Ihr wisst ja, dass wir da ordentlich Sound rausholen können, auch aus den OBF-Modellen. Und ich danke auch Aiko für sein Vertrauen. Ich meine, er ist extra aus Belgien hierher gefahren. Belgien, ja. 7 Uhr habe ich gefahren. Aber du weißt, Deutsche Bahn. Deutsche Bahn kannst du ballern. Genau, genau. Ja. Guck, ich habe immer, wenn ich was Autos oder Motoren oder so habe gekauft, für mich muss immer unik sein. Weißt du, muss immer anderes, Besonderes sein. Ja. Und ich habe ein bisschen Research gemacht für die Auspuff und auch welche Tuning ich mache und so. Und Provocateur war für mich richtig, ehrlich, Besonderes. Ja. Anderes dann, du weißt, jetzt in dem Market hast du Birtek, Akrapovic, viele. Aber das ist anderes. Ja. Das ist, ihr wisst ja selber, Provocateur ist sehr High-End-Qualität, ne? Lebenslange Garantie. Genau, ne? Genau. Mehr geht nicht, mehr ist nicht möglich, was an Qualität machbar ist mit Edelstahl. Ich hoffe mal, unser Basti kommt dann gleich noch, wegen Anbau, aber das werden wir sehen. Und jetzt werde ich dir mal den Auspuff ein bisschen zeigen. Ne? Ja, guck. Und zwar, das hier ist die laute Strecke. Ja. Hier sind die 2 Abgasklappen drin, ne? Die machen zu, weißt du? Ja. Und dann geht es hier durch die leise Strecke. Ja. So fährst du immer, du kannst mit Familie fahren, mit allem, wenn der Auspuff zu ist. Ja. Wie original. Ja. Ne? Wie original, das ist wichtig. Gehen jetzt die Auspuffklappen auf, ne? Im TÜV-Bereich. Ne? Dann genau. Dann ist richtig Feuer, richtig Feuer. Ne? Ja, ich werde jetzt die Abgasanlage montieren und dann werden wir mit Aiko noch ein paar Fahrvideos machen und ein bisschen Spaß machen. Vorher gehen wir noch auf den Prüfstand. Dann nehmen wir euch heute auch mal mit. Die Stage 1 etc. können wir auch alles machen, auch alles mit TÜV möglich, kein Problem. Muss natürlich alles vorher abgesprochen werden. Und sieht sehr gut aus. Ne? Ja, ist halt Qualität. Ne? Also nicht nur außen die Schweißnähte so, auch innen. Genau. Weißt du, das ist wichtig. Ja. Hier wird Gas reingelassen, dann wird zugeklebt. Ja. Gas rein und dann schweißt mein Basti erst. Und somit sehen die Schweißnähte innen aus wie außen. Sonst hat man innen so Wurzeln. Das so, sieht richtig eklig aus. Ein Abgas wird dann verwirbelt, weißt du? Und der Auspuff ist auch für eine große Leistungsstufe praktisch, was wir ja eventuell noch vorhaben. Ne? Wir legen mal los mit Bauen. Ne? Aiko, danke und bis gleich. Yes.
weet je wilt, schat, maar gaat niet lukken. Nee. Erko, Masta, Lobo. Het is te laat om te komen, schat. Waar was je toen? Toen had je me onderschat. Want waar was je toen ik op de bodem lag? Als je me nu ziet, ga je zo van. Ze ziet me vellige spinnen. Zit in de VIP, ze wilt met me naar binnen. No, baby blijf weg. Ik ben loco maar niet gek. Erko, ik heb gewerkt voor wat ik nu heb. En ik merk dat het merk ze nu aantrekt. Omdat ze steeds minder aantrekt. En ik mezelf daar niks van aantrek. Ik weet dat je uit bent op mij toch. Ik kan zien dat je je uitsloopt. Je doet je best elke keer als je voorbij loopt. Maar nu is het te laat. Ik weet niet wat je denkt, schat, maar ik heb niks te maken met jou. Ik ben zeer excited. Das ist Besonderes, anderes dan diese andere Marken, verstehst du? Aber auch Sound, ich habe gehört, Akrapovic und so, mit dieser kannst du nicht, ist nicht gleich. Das Geheimnis ist halt das Rohr, ne, die Stärke und der Durchmesser vom Rohr innen. Genau. Da wir alle beide Abgasklappen jetzt auf der linken Seite sind, von dem Fahrzeug, kommt es auf der linken Seite an den Originalstecker dieser Adapter ran, Y-Adapter, für die zwei Klappen auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite wird dieses Stilllegungskit verbaut, ne? Dass es sozusagen keine Fehlermeldungen gibt. Also wir sind jetzt hier unter Provokateur, wo wir im Prinzip die ganze Fertigung erledigen. Ne? Zeige ich erstmal unser großes Prunkstück. Ja. Das ist jetzt unsere Biegemaschine. Die fertigt dann im Prinzip die ganzen Rohrführungen für uns. Okay. Das, was natürlich alles geht, wie es baulich unter das Auto geht, ne? Gibt unterschiedliche Durchmesser. Und da können wir ja dann auch mal, wenn wir dir so alles ein bisschen vorgestellt haben, mal zeigen, wie das dann aussieht. Ja. Ne? Ansonsten haben wir aktuell gerade in 992 GT3 auf der Bühne. Ja. Das ist eine Porsche. Genau, Porsche 992. 992. Muss ich erst aufschnappen, sonst geht die Alarmanlage los. Dann enthüllen wir mal die Praline. Wow. Das ist eine Maschine. Sehr schön. Und wie viele PS hat diese? Der hat 500. 500. Ja. Ne? Und auch, Waren auch schon mit dem Fahrzeug in Lauter auf dem Leistungsprüfstand. ja, genau. Und hält auch die Leistung. Ne? Ja. Da haben wir jetzt die ersten Tests gemacht mit Rohrführung laut. Ja. Da haben wir auch die PS wieder erreicht. Ja. Und dann haben wir halt gleich mal Dämpfer getestet für die leise Variante. Ja. Ob wir da PS verlieren, ob wir die halten können. Ne? Hat aber alles super funktioniert. Okay, super. Sind natürlich auch immer froh, dass uns so ein Auto zur Verfügung gestellt wird. Ne? Ja. Weil das aktuelle Modell, da steht halt auch ein guter Wert da. Ne? Genau. Das ist super. Das ist gut, Ja. Sehr gut. Und da muss man sagen, ist ja auch schon ein OBF-Modell. Ne? Das sind auch zwei riesen OBFs. Aber sehr gut. Sind wir jetzt so bei ca. 106, 107 dB. Ne? Passt schon. Super. Genau, dann haben wir aktuell noch einen Golf 6 da stehen. Ja. Der hat so um die 500 PS und da ist die Abgasanlage an der Grenze. Und da passen wir halt jetzt unsere Abgasanlage für das Fahrzeug an, dass die Leistung weg kann, ne? Und alles funktioniert. Genau, hier vorne haben wir dann noch von unserem Partner der Psygrid. Das habe ich gesehen. Genau. Das ist sehr schön. Ein Ferrari Testarossa, halt umgebaut, ne? Ja. Und reines Showfahrzeug. Ja. Wie man es ja auch erkennen kann. Hättest du filmen können, wie sportlich ich die Treppen hoch und runter mache. Da hinten hätten wir zum Beispiel von der aktuellen Corvette unsere Abgasanlage. Von Corvette. Genau. Ne? Ja. Wow.
Und so sieht es halt auch bei uns immer aus, ne? Ja. Poliert, geschliffen, gebeizt, dass das Endprodukt einen guten, hohen Standard erreicht. Dann könnte man ja mal ein Rohr biegen. Micha, du musst einschreiten, hä, wenn ich das zu unprofessionell mache. Ich stehe nicht so oft vor der Kamera. Nein, du machst gut. Zum Beispiel dieses Biegeprogramm. Ne? Du musst dir dann selber immer einen Kopf machen, wenn du unterm Auto stehst. Wo soll das Rohr lang gehen? Wie möchtest du es führen? Und dann musst du auch immer gucken, dass du den Biegeabstand einhältst. Und wenn es halt nicht geht, hast du da halt eine Trennnaht, wo du später wieder schweißen musst. Und das ist relativ idiotensicher gemacht, das Programm. Weil es zeigt ja am Ende nochmal alles und läuft auf dieser Maschine nochmal durch. Na, also wenn jetzt irgendwo was stören würde oder das Rohr gegen die Maschine fahren, würde dich die Maschine warnen. Du musst dann immer gucken, ne, wo du baulich deine Dämpfer hinbringst. Ne? Und dementsprechend wählst du dann deine Rohrführung. Ja. Und dann tust du halt dein Programm dafür entwickeln. Ist aber meistens so, du entwickelst es am Auto, baust dann deine Lehre. Und eine Lehre, da siehst du ja erst, wo später in der Produktion mal Eckpunkte werden könnte, die dich stören. Und deshalb tut man dann immer noch mal gleich nachkontrollieren, ne? Und muss dann meist das Biegeprogramm noch mal einen Grad 2 ändern und sowas. Ne? Und dann ist es produzierbar. So, ich schneide mal ein Röhrchen zu. Das ist halt das Nächste. Die Maschine sagt ja auch dieses Maß komplett. Ne? Zuschnittlänge. Machst du ja meistens deinen Anschlag dann, wenn du auf Serie produzierst und kannst dann hintereinander weg schon mal zuschneiden. Jetzt wird es kurz laut. Ja. Dieser Biegedorn. Und da musst du das Rohr im Prinzip immer einfetten, dass das dann schön geschmiert ist. Ne? Bisschen Fett. Muss immer nass sein, ne? Ja, richtig. Geht nicht rein. Anderes geht nicht. Ja. Genau, und da fährt man halt von beiden Seiten rein, dass das schön verteilt ist. Super. Und dann sollte da nichts mehr im Wege stehen. Macht er jetzt komplett wie diese Foto? Macht er komplett alleine jetzt. Du musst nichts machen, ne? Und jetzt ist zum Beispiel das, wo das Programm kontrolliert hat, dass da nirgendwo dagegen fährt. Ne? Genau. Ja. Jetzt haben wir es halt fertig. Ne? Ist mit wenig Abdrücke extra, das wollten wir damals so beim Hersteller. Und jetzt wäre der nächste Arbeitsgang, wenn es nicht geschnitten werden muss, machst du das Rohr wieder fettfrei. Ja. Und dann haben wir hier so ein Rohrschleifgerät. Da schiebst du das Rohr einfach rein und dann sieht es halt aus wie so poliert und geschliffen schon. Ne? Also relativ simpel. Super, super. Und die sind alle fertig für nächste Autos. Genau. Das sind jetzt im Prinzip da, wo Shop-Bestellungen oder Endkunden, die dann so noch normal bestellen, haben ja so einen kleinen Lagersatz inzwischen. Ne? Alles ist nicht immer auf Lager, schaffst du halt meistens nicht. Ne? Ja. Genau, und das sind immer die aktuellen Bestellungen, die wir dann abarbeiten. Bei unseren Abgasanlagen immer, sage ich mal, die kleine, oder was wichtig für uns ist oder unser Anspruch, so würde das innen aussehen, wenn du nicht formierst. Ne? Du hast dann so eine Wulstbildung und das heißt, das verwirbelt immer das Abgas. Ne? Ist also nicht so gut für das Abgas. Und so sieht es dann halt auch bei dir innen drin aus. Ne? Innen wie außen gleich dann. Das ist das Formierte. Tu mal ein bisschen anschrägen. Also da ist die Wurzel komplett wie außen gleich. Noch ein bisschen nach unten vorne. Genau, so. Ja. Und das würde halt für diese Verwirbelung sorgen. Ne?
Wir werden jetzt mal vielleicht noch Vorbeifahrvideo machen und dass man den Sound hört von der Essa. Ich hoffe, du bist soweit zufrieden mit dem Klang, was du jetzt gehört hast. Normal. Das ist, Ja? das ist, was ich wollte. Ja. Das ist mein super, sehr tief. Genau, sehr Klang. tief. Und können wir einmal für diese Menschen hören lassen. Ne? Können wir machen. Ergo ist zufrieden. Ihr habt gehört. Sehr schön.